Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine Pfirsich-Melba-Torte. Ein fruchtiger und sonniger Ausblick auf den Frühling. Sie soll richtig schön Laune machen auf dem Kaffeetisch, denn wir haben es alle nach diesem Winter wirklich nötig. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken für die vielen lieben Genesungswünsche, die ich für mein Kind erhalten habe letzte Woche. Ich konnte ja nicht drehen, ich bin ganz, ganz schnell nach Köln gefahren und habe ihr da geholfen. Sie war wirklich schwer krank und sie ist aber wieder hergestellt und vielen, vielen Dank dafür. Wir sind wirklich eine tolle Community hier und wir sind alle füreinander da und das ist wirklich klasse. Jetzt weiter zur Torte. Sie besteht aus meinem hellen Biskuit und im Grunde genommen 2 Cremes, wie es bei einem Pfirsich-Melba-Dessert ja auch üblich ist, nämlich Himbeere und Pfirsich. Sie bringt total gute Laune auf den Kaffeetisch mit den schönen Farbwechseln und ist auch nicht so schwer zu machen, wie sie vielleicht aussieht. Sie besteht aus meinem hellen Biskuit und den backen wir uns wie immer am Vortag vor. Das Rezept und die Zutatenangaben findet ihr wie immer hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken und dort findet ihr auch den Hinweis auf meinen Shop. Denn im Shop gibt es alle wichtigen Utensilien, die ich immer benutze in meinen Videos, auch zu kaufen. Und da macht es Spaß zu stöbern und sich was für seine Backstube zu ergattern. Ihr wisst ja vielleicht auch, ich habe meine eigene Backlinie mit der Krone. Und da kann ich auch wirklich euch empfehlen, die ist hier in Deutschland hergestellt, die ist von exzellenter Qualität. Da tut ihr nichts Falsches, wenn ihr euch da etwas gönnt. Das sind wirklich großartige Backutensilien und ich empfehle sowieso nur das, was ich selber auch in der Küche benutze. Lasst uns starten in die beiden wunderbaren Cremes und in die beiden Spiegel unserer Torte. Für die Himbeercreme benötigen wir 500 Gramm tiefgekühlte Himbeeren. Die habe ich mir so ein bisschen antauen lassen. Die werde ich mir jetzt pürieren. Und wer mag, kann sie auch noch durch ein Sieb streichen. Ich spare mir das immer und stören die Kerne nicht. Wir essen sie ja auch sonst mit. Aber dürft ihr gerne tun, wenn ihr das wollt. Grad pürieren. Mein Himbeerpüree ist fertig. Die Hälfte in eine Schüssel, eine größere, die Hälfte in eine kleinere Schüssel. Daraus machen wir unseren Spiegel. Daraus machen wir unsere Himbeersahnecreme. Das können wir gerade erst beiseite stellen. Wir fangen mit der Himbeersahnecreme an. Dafür benötigen wir 4 Blatt Gelatine. Und ihr könnt euch die Gelatine, die wir ja für jede Creme benötigen und für jeden Spiegel, schon mal extra in verschiedene Gefäße tun. 2 Blatt brauchen wir dann für den Himbeerspiegel. Und wir brauchen nochmal 4 Blatt Gelatine für unsere Pfirsichcreme und nochmal 2 Blatt Gelatine für den Pfirsichspiegel. Also einfach schon mal vorbereiten, dass wir das nachher auch gut auseinanderhalten können. Die Gelatine für unsere Creme, für unsere Himbeercreme können wir jetzt schon mal in kaltem Wasser einweichen. Einfach gerade so 5 bis 10 Minuten beiseite stellen dann. Und in der Zeit werden wir uns schon die Sahne für unsere Himbeer und für die Pfirsichcreme steif schlagen. 650 Gramm. Erst anschlagen, dann die saure Sahne hinzugeben und den Zucker hinzugeben. So, angeschlagen ist, dann können wir jetzt unsere saure Sahne dazugeben. Das gibt der Creme eine wunderbare säuerliche Note, fruchtige Note. In Österreich werdet ihr Sauerrahm verwenden, hier in Deutschland am besten saure Sahne oder ihr könnt auch Joghurt verwenden. Ich füge noch etwas Vanilleextrakt hinzu. Ich habe momentan keine Paste. Ungefähr einen Teelöffel. Schön steif schlagen. Also das dauert eine ganze Weile, bis die Sahne festgeschlagen ist. Nicht verzagen, ihr könnt es natürlich auch mit der Küchenmaschine machen, dann fällt euch nicht so der Arm ab. Das dauert wirklich eine Weile. Ihr könnt es auch in 2 Portionen machen, einfach die Sahne aufteilen, denn wir müssen jetzt sowieso 500 Gramm von dieser Sahne abnehmen und den Rest werden wir dann weiter verwenden für unsere Himbeercreme und die anderen 500 für die Pfirsichcreme. So, 500 Gramm habe ich mir abgenommen. Und natürlich sind jetzt auch noch so ungefähr 500 Gramm hier drin. Das stelle ich mir jetzt kalt für die Pfirsichcreme. Jetzt brauchen wir die eingeweichte Gelatine, das gerade beiseite stellen. Ganz wie immer zwischen den Fingern ausdrücken. Und dann wird sie aufgelöst. Ich gebe sie fürs Auflösen gerne in ein Glasschüsselchen und mache das in der Mikrowelle. Könnt ihr aber auch gerne auf dem Herd machen. Und fürs Auflösen gebe ich etwas von meinen Himbeeren dazu, damit ich ein bisschen Flüssigkeit habe.
Wenn ihr hier mit Agatine arbeitet, könnt ihr auch die Agatine im Himbeerpüree sprudelnd kochen lassen und dann angleichen. Ein paar Sekunden in der Mikrowelle reichen dann schon immer. Gelatine sollte nicht kochen, im Gegensatz zu Agatine. Agatine sollte 2 Minuten sprudelnd kochen. Jetzt gleichen wir hier an. Mit ein paar Löffeln verrühren. Sagen wir mal so 3 erstmal. Nochmal ein. So ist unsere Gelatine jetzt schön angeglichen. Und jetzt kommt unser restlicher Püree in unsere schöne Sahne hinein. Gerade dazugeben. Sieht wunderschön aus. Die Farben einfach der Wahnsinn. Gerade so ein bisschen verrühren, dass wir unsere schöne Himbeercreme kriegen. Himbeersahne-Creme. Oh, fantastisch. Wunderschön. Zur Sicherheit, damit wirklich nichts klumpt, gebe ich hier jetzt auch nochmal 3 Esslöffel von der Creme in meinen angerührten Himbeerpüree mit der Gelatine, dass wir wirklich auf die gleiche Temperatur kommen. Dann kann ich das jetzt hier drunter rühren. Und mit meinen Silikonschabern, die ihr bekommt ja auch bei mir im Shop, da kann man auch alles wirklich richtig schön auskratzen, dann bleibt da nichts hängen. Und ihr seht, unsere wunderschöne Himbeersahne-Creme ist entstanden. Das reicht auch schon. Mehr müssen wir nicht tun. Die Creme können wir jetzt schon auf unseren untersten Biskuitboden geben, gerade schneiden und dann geht's los mit dem Füllen der Torte. So, das ist der Biskuit. Am Vortag vorgebacken. Abziehen unser Backpapier. So, das Messer habe ich eingestellt auf 1,5 cm und jetzt komme ich hier wunderbar durch. Sehr schön, dann brauchen wir noch einen zweiten, das wird der unterste. So, und auch der zweite Boden, wunderbar, den gerade beiseite und da können wir unsere Torte auch schon füllen. So, Tortendrehplatte, Cakeboard, Sugar Princess Cakeboard und die Tortenpappe mit dem ersten Boden. Das ist der Aufbau. Jetzt haben wir unsere Tortenrandfolie, die lege ich mir hier schon mal drum. Und jetzt können wir hier unseren Tortenring drum geben. Muss man etwas Geduld haben, aber das klappt auf jeden Fall. Hier ein bisschen friemeln. Und wunderbar. Jetzt kann unser Tortenring festgezogen werden. Ihr könnt entweder meinen 10er Tortenring verwenden oder den 15er. Ich habe auch einen 20er im Shop für die Leute, die gerne hohe Torten machen und den Klemmhebel zumachen. Und der Tortenring sitzt. Dann kann man auch noch hier ein kleines Kleberchen dran machen, dass wirklich unsere Folie auch gut sitzt. Und jetzt können wir auch schon unsere Creme einfüllen. Duftet super schön und lecker nach Himbeeren. Und dann mit der Sugar Princess Streichhilfe schön glatt streichen. Und ich liebe sie einfach. Sie macht das Leben so viel einfacher. So. Schön glatt streichen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, mit der Palette, sage ich schon, mit der Streichhilfe zu arbeiten. Also man muss nicht so viel Druck ausüben wie bei einer Palette. Das ist ein bisschen anders. So, fertig. Jetzt, während diese Schicht fest wird, dazu braucht es ungefähr eine halbe Stunde in der Kälte. Halbe bis eine Stunde muss das schon sein. Und in der Zeit können wir den Himbeerpüree fertig machen und natürlich auch uns die Küche aufräumen schon mal. So, eine halbe Stunde Kühlzeit ist nun rum. Ich habe die Küche aufgeräumt und mir schon mal hier meine 2 Blätter Gelatine für den Himbeerspiegel eingeweicht und drücke die jetzt aus. Das Wasser kommt weg. Ich gebe die 2 Blätter hier in mein Töpfchen. Und genau wie eben gebe ich jetzt einfach so ein bisschen was noch dazu. Dann hat es ein bisschen Flüssigkeit und wärme mir das in der Mikrowelle auf. Nur erhitzen, nicht kochen. So, die Gelatine ist aufgelöst. Gerade noch so ein bisschen mit dem Himbeerpüree verrühren. Und da sieht man auch, ja, das ist schon recht warm. Jetzt gleichen wir das an mit dem restlichen Püree. Und jetzt gebe ich das in den restlichen Himbeerpüree. Da klumpt dann auch nichts, weil alles schön miteinander angeglichen ist. Sehr gut. Gerade noch den Rest hier rauskratzen.
Und ich habe noch was vergessen, aber das kommt jetzt noch drunter. Und zwar noch ein bisschen Zucker und Vanillezucker gebe ich noch dazu, sonst wird es vielleicht zu säuerlich. Einen Esslöffel Vanillezucker gebe ich noch dazu. Und dann schmecke ich mal ab und dann gebe ich vielleicht noch einen dazu. Gerade mit unterrühren. Und dann gerne mal abschmecken, ob es euch süß genug ist. Und es ist noch ziemlich säuerlich. Deswegen gebe ich jetzt noch einen zweiten Löffel Vanillezucker hinzu. Und dann reicht das für mich. Und das ist jetzt auch überhaupt nicht mehr heiß. Und das ist auch wichtig, denn jetzt kommt das alles auf unsere schon etwas angezogene Creme. Und da müssen wir jetzt gucken, dass sie auch möglichst fest ist. Meine Form war jetzt 40 Minuten draußen. Besser ist natürlich noch eine Stunde. Jetzt können wir hier ganz, ganz vorsichtig unseren Püree drauf verteilen, dass da nichts einsagt, dass wir möglichst eine gerade Schicht haben. Was für eine wunderschöne Farbkombination ist das bitte. Gucken, dass man es schon ein bisschen verteilt. Da könnt ihr auch die Streichhilfe dann natürlich verwenden. Vorsichtig, ganz, ganz sanft, dass wir nichts vermischen, dass wir nicht eindrücken. Jetzt noch verteilen. Bis zum Rand gehen natürlich. Sehr schön. Und jetzt geben wir hier den mittleren Boden drauf. Ich setze den hier vorsichtig ein. So, ganz sanft andrücken, nicht zu arg, dass da nichts hochsteigt, dass die Creme jetzt schön glatt bleibt und dass auch nichts einsackt. Jetzt stellen wir das Ganze noch mal kurz kalt, während wir unsere Pfirsichcreme herrichten. So, und da haben wir unsere restliche Creme, die hatte ich kalt gestellt natürlich. Die Pfirsiche habe ich mir schon püriert. Eine Dose Pfirsiche abgegossen und püriert und 200 Gramm abgewogen und die restlichen jetzt auch noch mal in ein Schälchen. Das wird dann für unseren Spiegel sein. Ja, wir brauchen noch mal unsere Gelatine. 4 Blatt Gelatine wieder. Ausdrücken. Ich gebe sie in ein Töpfchen mit ein bisschen von dem Püree schmelzen lassen. Erhitzen, gerne auch auf dem Herd. Nicht kochen lassen. Wieder schön auflösen und angleichen. 2 Löffel reichen meist nicht, 3 bis 4, also die ganze Menge Püree hier rein, dass wir wirklich hier eine moderate Temperatur erreichen. Man spürt das immer, wenn man hier drunten anfasst, dann ist es da zu heiß. Also ich nehme immer statt der meist empfohlenen 3 Esslöffel 6, dann passt das viel besser. Jetzt holen wir uns wieder unsere Sahnecreme und rühren jetzt hier unser Püree rein. Das gibt eine wunderschöne Pfirsichcreme und selbstverständlich könnt ihr die auch für andere Torten verwenden. Das ist ein Grundrezept. Gerne nochmal abschmecken, ob sie euch so recht ist. Schmeckt wunderbar zart, nach Pfirsich, nicht zu arg, also genau richtig. Und jetzt geben wir hier unsere Pfirsichcreme auf den Boden. Großartig. Richtig lecker. Glatt streichen. Perfekt. Wieder kalt stellen, eine halbe bis eine Stunde, wie ihr Zeit habt. Eine halbe Stunde kommt sie bei mir jetzt mindestens nochmal in die Kühlung. Deswegen abdecken und kalt stellen. Jetzt kommt der vorerst letzte Schritt vor der großen Kühlzeit, die dann mehrere Stunden betragen sollte. Wir haben wieder 2 Blätter Gelatine eingeweicht und das Wasser kommt weg, wie gehabt. Ich löse die Gelatine auf, einfach ein bisschen was dazugeben schon mal. Ein paar Sekunden in der Mikrowelle. So. Die Gelatine ist aufgelöst. Ich kann wie immer so ein bisschen hier vorsichtig unterrühren. Angleichen muss ich ja nicht, aber trotzdem immer schön nach und nach. Und den Rest. Die Torte hatte ich wieder eine halbe Stunde kalt gestellt. Und da können wir jetzt hier oben den Fruchtpüree vorsichtig drauf verteilen. Nicht alles auf einmal auf eine Stelle gießen, sondern wirklich gut verteilen. Nehme ich wieder meine Streichhilfe und schiebe das Ganze noch ein bisschen, dass alles gleichmäßig verteilt ist. Unser Pfirsichspiegel ist schön verstrichen. Wir können die Torte mindestens 4 Stunden, auch gerne über Nacht,
kalt stellen. Bei mir war die Torte über Nacht auf dem Balkon bei 4 Grad. Wenn man so ein bisschen rüttelt, sie ist gut fest geworden. Wir können uns jetzt den Klemmhebel öffnen und den Ring vorsichtig hochziehen. Und da sehen wir schon unsere Torte. Kleberchen abmachen. Und dann sollte sich die Folie auch ganz einfach lösen. Perfekt. Und jetzt ist natürlich die Frage, kleiden wir sie uns noch ein oder nicht? Und das ist wirklich Geschmackssache oder Anlasssache. Bei mir ist die Torte jetzt für einen Geburtstag, für den Geburtstag einer meiner Töchter. Deswegen werde ich sie heute mal so naked lassen. Naked heißt einfach nackt, aber ihr könnt sie natürlich für einen anderen Anlass auch gerne einfach mit Sahne eindecken und dann mit dem Kamm abziehen. Ich werde jetzt nur die Oberfläche hier dekorieren und die Torte so modern servieren. Ich teile mir jetzt die Torte in 14 Stücke ein. Und hier muss man jetzt richtig eindrücken, damit auch was zu sehen ist. Vorsichtig wieder hochziehen. Ja, hier habe ich jetzt meinen Spritzbeutel mit der Tülle 1M. Sahne ist drin mit etwas Sahnefest und Vanillezucker. Und jetzt spritze ich einfach Rosetten auf. Und die letzte. Sehr hübsch, macht richtig schöne, gute Laune. Die wunderschöne Pfirsich-Melba-Torte gehört natürlich auch noch entsprechend dekoriert. Die Himbeeren auf die Rosetten. Und die letzte. Sehr schön. Sieht ja immer toll aus mit diesen roten Krönungsbeeren oben auf. Und damit wir die Pfirsiche noch unterkriegen, brauchen wir natürlich noch in der Mitte jetzt einen weiteren Kranz sozusagen. Nochmal was eindrücken, vorsichtig, damit ich eine Orientierung habe, wo ich hinspritzen kann. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Ich sehe es auf jeden Fall. Und hier kann ich jetzt auch die Pfirsichstückchen aufsetzen. Schneidet sie euch möglichst klein. Ungefähr auf jedes zweite. So, dann haben wir die Pfirsiche auf der Torte. Jetzt verwende ich auch noch meine gefriergetrockneten Himbeeren. Nicht die großen Stückchen. Hier gibt es auch gefriergetrocknete größere Himbeeren, sondern die kleinen, die suche ich mir jetzt raus, die so ein bisschen zerfallen sind. Und die verwende ich jetzt hier sozusagen als wunderschöne Streusel zwischendurch. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern schmeckt auch noch toll. Dass die ganze Torte so ein bisschen wie mit Konfetti überstreut aussieht. Dürfen auch gern dazwischen so ein paar sein. Ich versuche die Himbeeren für euch in den Shop aufzunehmen, dass ihr sie auch bestellen könnt, dass ihr auch wisst, wo ihr sie dann herkriegt. Fast fertig ist unsere wunderschöne Torte. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist ein Schmuckrand unten herumspritzen. Die Torte ist nun endgültig fertig und wir können sie probieren. So, ein Stück darf ich anschneiden. Das habe ich mit meinen Kindern besprochen. Geht wunderbar durch. Und da kommt unsere Pfirsich-Melba-Torte einfach fantastisch mit den verschiedenen Schichten. Sehr schön. Ich werde die wunderschöne Torte probieren. Sie ist wirklich wunderbar farbenfroh und bringt so viel Laune auf den Kaffeetisch. Schaut euch mal die wunderschönen Schichten an. So lecker. Oh mein Gott, so leicht. Fruchtig und ganz leicht, ganz zart. Wirklich der Hammer. Sehr, sehr lecker.
Also eine ganz, ganz zarte, feine, frühlingshafte Komposition. Genau richtig für die kommenden Frühlingstage. Total lecker, fruchtig, zerschmilzt auf der Zunge. Also wirklich eine super, super Torte. Ganz unbedingt nachbacken. Das war meine Pfirsich-Melba-Geburtstagstorte. Eine wirklich schöne, farbenfrohe, lustige und fröhliche Torte und macht Lust auf Frühling und auf draußen sein. Ja, das sollte diese Torte auch vermitteln. Ich hoffe, mir ist das gelungen und euch hat das Rezept und das Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Viel Spaß beim Nachbacken, viel Spaß beim Stöbern im Shop und bis bald. Tschüss!